Hallo und Servus bei einem neuen Video von mir. Ich möchte dir heute die St. Rupert-Kirche in Trofaiach zeigen und dir ihre 1000-jährige Geschichte ein bisschen näher bringen. Wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Also, los geht's. Im Herzen der Steiermark, umgeben von den rauen Schönheit der Eisenerzer Alpen, liegt die Stadt Trofaiach. Im Zentrum der Stadt steht ein Bauwerk, das seit über einem Jahrtausend die Geschichte, den Glauben und das Leben der Menschen prägt: die Pfarrkirche zum heiligen Rupert. Sie ist mehr als nur ein Gotteshaus. Sie ist ein steinerner Zeuge von Kaisern und Bischöfen, von Glaubenskämpfen und künstlerischen Revolutionen. Einst war sie das geistige Machtzentrum für die gesamte Region um den Erzberg. Die Reise beginnt in einer Zeit, aus der uns kaum schriftliche Quellen geblieben sind. Die erste urkundliche Erwähnung stammt aus dem Jahr 1195. Doch Dokumente belegen, dass das mächtige Erzbistum Salzburg bereits 925 das Gut Liubina erwarb, genau hier, wo die Kirche steht. Es ist daher anzunehmen, dass bereits im 10. Jahrhundert ein erstes hölzernes Gotteshaus errichtet wurde. Die Grundmauern des heutigen Kirchenschiffs und der untere Teil des Turms stammen aus der Romantik des 13. Jahrhunderts. Wer genau hinsieht, kann heute noch die Spuren dieser Epoche entdecken. Hier an der Ostseite des Turms die steinernen Gewände eines später vermauerten Doppelfensters. Im Hochmittelalter war Trofaiach die Mutterpfarre für die gesamte Gegend um den steirischen Erzberg. Orte wie Eisenerz, Vordernberg, Radmer waren einst von hier aus seelsorgerisch betreut. Im 15. Jahrhundert rangen die Landesfürsten, allen voran Kaiser Friedrich III., jahrzehntelang mit dem Stift Admont um die Rechte an dieser einflussreichen Pfarre. Ein Ringen, das die Fürsten 1533 für sich entschieden.
Derselbe Kaiser Friedrich erließ nach einem verheerenden Türkeneinfall 1480 den Trofeiachern die Weinsteuer, mit der Auflage, das Geld für eine Kirchenbefestigung zu verwenden. Doch die größte Verwandlung erlebte die Kirche ab 1462. Diese Jahreszahl, hier in die Steinleibung eines Südfensters gemeißelt, bezeichnet den Beginn der vollständigen Gotisierung des Kirchenschiffs. Die alte flache Holzdecke wich einem atemberaubenden Netzgewölbe. Ein komplexes System aus 4 viertelteiligen Rautensternen überzieht seither den Himmel der Gläubigen. Einige Jahre später erfolgte der Einbau der Orgelempore. Sie ruht auf 4 eleganten Achteckpfeilerpaaren und wird von einem feinen Kreuzrippengewölbe getragen. Und hier haben sich die Erbauer verewigt. An den Konsolen unterhalb der Empore finden wir steinerne Porträts der unbekannten Baumeister und des damaligen Pfarrers. Ein stolzes Zeugnis ihrer vollbrachten Leistung. Wer die Kirche heute betritt, wird von einer überwältigenden Fülle und Pracht empfangen. Die gesamte Einrichtung stammt aus dem Hochbarock des 18. Jahrhunderts. Der Hochaltar, datiert auf 1722, ist ein Meisterwerk. Das zentrale Altarbild zeigt die Taufe des Bayernherzogs Theodor durch den heiligen Rupert, den Kirchenpatron.
In den Nischen der Nordwand stehen 3 weitere hohe Seitenaltäre, geschaffen von Leobener Meister Matthäus Grenauer. Der Anna-Altar von 1731, der Kreuzaltar von 1735 und besonders der Florianier-Altar von 1760. Dessen Altarbild zeigt den heiligen Florian als Beschützer Trophaiachs. Faszinierend ist die detaillierte Ortsansicht, die der Maler Johann Max Tendler um 1850 in das Bild einfügte. Sie ist ein unschätzbares historisches Dokument und zeigt die beiden Kirchen, den Pfarrhof und sogar das Schloss Stiebichhofen. Doch hinter dem barocken Glanz verbergen sich noch ältere, kostbarere Schätze. Bei der Restaurierung im Jahr 1961 kamen unter dicken Farbschichten Fresken aus dem 15. Jahrhundert wieder zum Vorschein. Hier an der Nordwand des Chors eine monumentale Darstellung des heiligen Christophorus. Und blicken wir nach oben, entdecken wir rund um das Heiligen Geistloch 4 musizierende Engel, gemalt um 1470. Sie sind eine kunsthistorische Sensation, denn sie spielen nicht nur auf einer tragbaren Kleinorgel, einem Portativ, sondern auch auf weltlichen Instrumenten, die gerade erst ihren Weg in die Kirchenmusik fanden. Eine Knickhalslaute und Posaunen in 2 unterschiedlichen Größen. Der unbekannte Maler wollte hier ganz offensichtlich die moderne Musik seiner Zeit darstellen. Die Pfarrkirche St. Rupert ist kein starres Museum. Sie lebt und verändert sich. Im Jahr 2007 erhielt sie eine neue, prächtige Orgel der slowenischen Orgelbauanstalt Maribor. Mit ihren 1547 Pfeifen und 24 Registern erfüllt sie den historischen Raum mit neuen Klängen.
Doch die jüngere Geschichte kennt auch tiefe Wunden. Im August 2010 zerstörten Vandalen in einem sinnlosen Akt der Gewalt die spätgotische Ölgruppe an der Südseite der Kirche. Es war ein Schock für die ganze Gemeinde. Doch die Antwort war nicht Resignation. Bis 2014 wurde die Figurengruppe in mühevoller Kleinarbeit wiederhergestellt. Ein starkes Symbol für die unzerstörbaren Willen, das eigene Erbe zu bewahren. Die Pfarrkirche St. Rupert in Trofeier, ein Bauwerk, das die Spuren der Romanik, die Größe der Gotik und die Pracht des Barock in sich vereint. Sie ist ein lebendiges Geschichtsbuch aus Stein, das auch für kommende Generationen seine unzähligen Geschichten erzählen wird. Ja, das war das Video über die St. Rupert-Kirche hier in Trofeiach. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und du lässt mir einen Daumen hoch da und abonnierst meinen Kanal. Somit verpasst du keine weiteren geschichtlichen Videos mehr von mir. Freue mich bis zum nächsten Mal. Dein Gottrevler. Also, ciao.